Hallo, hier sind wieder Patrick und Christian von AKA. Hallo zusammen. Und in diesem Video möchten wir euch gerne unsere Einzelelemente aus der Meerwasserserie etwas näher vorstellen. Christian, die Übersicht sagt dann eigentlich schon viel aus, was es ist. Vielleicht gehst du mal ganz kurz durch, was bieten wir an Einzelelementen? Also wir haben Calcium, wir haben Strontium, wir haben Magnesium, wir haben unsere Elements und Jod. Okay, wunderbar. Damit ich eben alle Elemente einzeln ansteuern kann, dient aber auch als Ergänzung zum Beispiel zu unserem Korallenversorgungssystem mit All-in-One. Genau, also es ist ideal in Kombination mit einem All-in-One, wenn man irgendwann mal merkt, oh, mir langt jetzt an einzelne Spurenelementen nicht mehr aus, ich muss es gezielt zudosieren, dann greift man eben auf diese Produkte zu. Okay, wunderbar. Kurze Frage, unser Element steht jetzt hier noch mit drin. Was kann ich mir darunter vorstellen? Elements muss man sich so vorstellen, zum Beispiel jetzt in unsere Salzmischungen sind ja immer ca. 70 verschiedene Mikro-, Makroelemente, Nährstoffe, Spurenelemente enthalten. Das würde jetzt sich auch in die Elements befinden. Das sind alles so Mikro- und Makronährstoffe, die relativ schnell aus dem Wasser ausfallen. Darum ist es auch sinnig, vor allem wenn man jetzt einen Wasserwechsel mal längere Zeit hinauszögert oder einen Wasserwechsel nur alle 2 Wochen macht, dass man dann das Elements mit hinzunimmt. Okay, uns erreicht hier manchmal die Frage, Unterschied Elements All-in-One. Das ist manchen immer nicht so ganz klar. Kannst du vielleicht da noch mal kurz drauf eingehen, bitte? All-in-One, wie es der Name schon sagt, eine Komplettabdeckung. Und Elements eben mehr so Mikro- und Makronährstoffe, die eigentlich dann im Grunde nur mit ICP-Analysen messbar sind, jetzt aber nicht direkt mit normalen Wassertests. Okay, also als Ergänzung dann zu sehen zu den Einzelelementen. Genau. Wenn ihr All-in-One kennt, da ist ja Calcium, Magnesium, das alles mit drin. Genau, bloß hier ist manchmal die Verwirrung eben da, dass man das auch nochmal geklärt hat. Gibt es irgendein Produkt, was ich jetzt hier vielleicht nicht nehmen sollte in Kombination aus unserer Serie oder was vielleicht keinen Sinn machen würde? Also man kann es komplett kombinieren. Wo es keinen Sinn machen würde, wäre es zum Beispiel mit unserem Basic Set, weil das Basic Set, das ist eine Spurenelementversorgung in sich, also das deckt alles komplett ab, da braucht man dann auch keine Einzelelemente. Das ist einfach eine andere Variante des Ganzen, nicht nötig. Man liest es immer auf den Etiketten mit pH-Stabilisierer. Was ist damit gemeint dann noch? Die Produkte enthalten teilweise pH-Stabilisierer, ist einfach den Sinn, wenn ich es hinzugebe, dass der pH-Wert sich auch, sagen wir, im Idealbereich so zwischen 8,2 und 8,4 stabilisiert. Also dass hier keine Schwankungen entstehen. Genau, dass es da einfach keine Auswirkungen auf den pH-Wert auch gibt. Bei solchen Produkten ist natürlich immer die Unterscheidungsmöglichkeit zu Mitbewerberprodukten schwierig, aber ich denke mal, wie immer ist es bei uns hier die Qualität. Einerseits die Qualität, wir geben auch bei den ganzen Spurenelemente, sind Vitamine, Aminosäuren enthalten, speziell abgestimmt auf die einzelnen Spurenelemente, dass die Korallen das dann auch wesentlich schneller und besser aufnehmen können. Okay, also hochverfügbar sozusagen. Genau. Es wird alles genutzt, was da drin ist. Wunderbar. Wenn ich jetzt mehrere Produkte aus dieser Serie dosieren möchte, würdest du was zu Dosierungsabständen empfehlen oder sagst du, es kann alles gleichzeitig dosiert werden? Gibt es hier irgendwas zu beachten? Man sollte halt immer die Wasserwerte gezielt anpassen, langsam anpassen, speziell jetzt Calcium, Magnesium. Also wenn ich jetzt große Differenzen habe, die schön, sagen wir mal, ja, über mehrere Tage am besten anpassen. Ja, aber ansonsten ist es soweit kombinierbar. Okay. Also gut, Lagerung, Zimmertemperatur? Ganz normal bei Zimmertemperatur. Wunderbar. Gut, ja, ich denke, es sind relativ selbsterklärend, die Produkte. Das Elements als Ergänzung zu sehen noch wunderbar. Und ja, probiert das Ganze aus. Hier könnt ihr euch wirklich eure Einzelelemente so ansteuern, wie ihr es gerne hättet, wie es eure Aquarien eben verbrauchen. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch bitte, gerne auch im Social-Media-Bereich, per Telefon, per E-Mail. Wir sind da immer gerne bereit, euch da zu helfen. Und sagen ansonsten danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.